Hallo zusammen und ein wunderschönes verschneites Wochenende euch. Wie angekündigt geht es heute mit dem Part 2 der Long Time No See Reihe weiter. Wir schauen uns mal die Sachen an, die ich plane noch abzuändern, beziehungsweise ja, was ich doch noch mal ein bisschen anpassen möchte. Ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach wie in dem letzten Video von hinten nach vorne durch und ja, starten mit dem Badezimmer. Das Badezimmer ist soweit eigentlich durch. Das Bild ist gekommen und es ist tatsächlich genauso schön, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe es aufgehangen und auch tatsächlich das Bild bei Insta hochgeladen, so ja, dass das Badezimmer jetzt eigentlich abgeschlossen ist. Das Einzige, wo ich gerade noch so ein bisschen hin und her überlege, ist das Fenster. Sieht aktuell für mich irgendwie so ein bisschen leer aus, aber ich weiß einfach noch nicht, was da hinkommt, beziehungsweise ob da überhaupt was hinkommt. Und ja, ich würde sagen, ich lasse das erstmal alles so, wie es ist, und sollte mir irgendwie zwischenzeitlich doch was einfallen, dann halte ich euch auf dem Laufenden. Auch in diesem Video freue ich mich natürlich auf eure Ideen, euer Feedback oder eure Vorschläge. Und genau aus diesem Grund gehen wir jetzt in das Abstellzimmer rüber, weil dazu hat mich tatsächlich ein Verbesserungsvorschlag erreicht. Und zwar geht es da um die Wäscheständer. Die stehen ja aktuell noch so irgendwie mitten im Raum und nehmen einfach Platz weg. Und ja, die Person, die das gesehen hat, meinte: Jana, was hältst du denn davon, wenn du an die Wand gegenüber also von der Eingangstür, wenn du da Haken dran bringst und dann kannst du die Wäscheständer einfach an die Wand hängen und ja, dann sind die aus dem Zimmer raus, das sieht ein bisschen aufgeräumter aus und du hast halt einfach ein bisschen mehr Platz. Finde ich super gut die Idee und werde ich natürlich umsetzen. Deswegen, also falls euch irgendwas einfallen sollte, falls ihr irgendeine Idee habt, bitte immer her damit. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Vorschläge. So, was muss noch im Abstellzimmer alles gemacht werden? Eigentlich nur noch eins, und zwar habe ich vor, die abgesägten Enden von den Regalbrettern noch mit Farbe anzumalen. Ich will das Ganze so ein bisschen schützen und ja, dann sieht es vielleicht auch nicht ganz so schlimm aus. Das hat im Flur bei dem Kallax-Regal, wo wir quasi was unter der Garderobe ist, das hat auch wunderbar funktioniert. Und ja, fällt jetzt gar nicht mehr auf, dass da irgendwie ein abgesägtes Ende oder sowas war. Genau, vielleicht zu dem Ganzen eine kleine Side-Story. Und zwar haben wir diese Regalbretter aus ja, übrig gebliebenen Schränken, die einfach noch im Haus waren, wo ich wusste, okay, die nehme ich definitiv nicht mit in die Wohnung. Ähm, Haben wir die da rausgenommen, also die Regalböden, bevor es halt alles irgendwie auf dem Wertstoffhof landet, dachte ich, vielleicht kann man das Ganze irgendwie wiederverwenden und ja, so ein bisschen nachhaltiger zumindest sein. Also ob ich mir jetzt nun irgendwie neue Regalbretter im Baumarkt besorgt hätte und die irgendwie zusägen hätte lassen oder ja, ob man einfach das nimmt, was bereits da ist und so einfach nicht noch mehr Müll produziert. Genau. Zu der Sägerei gibt es auch tatsächlich eine kleine Story, die wird aber im Part 3 dann erzählt. Und ja, auf jeden Fall an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Kais Papa, dass er ja fast alle Regalbretter zugesägt hat und wir sie so beim nächsten Mal quasi montieren konnten. So, dann gehen wir mal ins Schlafzimmer rüber. Ich habe ja schon gesagt, dass das noch nicht final fertig ist. Hier sind zwei größere und eine kleinere Arbeit geplant. Zum einen auf jeden Fall die Tapete, die noch hinters Bett muss. Die ja, steht eigentlich schon seit längerem rum und wartet, dass sie endlich an die Wand kommt. Aber ja, was soll ich sagen? Ich hasse Tapezieren und ich vermute, dass das Ganze auch noch eine Weile dauern wird, bis das dann tatsächlich mal an der Wand ist. Aber ich habe die Hoffnung, wenn das passiert ist, dass das ganze Zimmer allein dadurch schon etwas wohnlicher und ja, einfach gemütlicher wird. Und außerdem möchte ich noch eine Gardinenstange anbringen. Das Rollo, was dran ist, ist super praktisch. Es ist auch vom Vormieter noch. Aber ja, ich glaube, sobald auch da irgendwie Gardinen dran sind, bekommt das Zimmer einfach gleich nochmal einen ganz anderen Look. Ja, und die kleine Arbeit ist letztendlich auch wirklich nur auch an dem Brett nochmal die Sichtkante mit Farbe anzumalen, dass das auch nicht ganz so abgesägt aussieht. Genau, ich würde sagen, wenn das Ganze umgesetzt und fertig ist,
was sicherlich eine Weile dauern wird. Aber wenn es dann irgendwann mal fertig ist, schauen wir uns das Ganze nochmal an und entscheiden dann, ob da nochmal irgendwas dran gemacht werden muss oder ob das Zimmer so in Ordnung ist. Der Flur, mein kleines aktuelles Sorgenkind. So schön ich die eine Seite auch finde, so ratlos bin ich irgendwie, was die andere angeht, weil dieses leere, kahle, ich weiß nicht, ob ich irgendwie damit leben kann. Ich habe einfach das Gefühl, dass da irgendwas fehlt. Aber ja, ich weiß halt nicht, was daran soll. Deswegen, ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Erleuchtung dafür kriege. Aber was muss auf jeden Fall gemacht werden? Ich habe ja schon in dem anderen Video gesagt, dass ich die Seite auf jeden Fall streichen muss. Und genau, das mache ich jetzt als nächstes. Und dann habe ich da auch ein Bild bestellt, das ist auch schon da, so dass das an die Wand kann, sowie ein paar Lampen, die ich auch bestellt habe, die auch da sind. Das kommt dann im besten Fall links und rechts vom Bild. Mal schauen, wie es aussieht. Auch die Lampe für die Decke ist da und muss angebracht werden. Mal gucken, wann Kai denn mal wieder Zeit für mich hat und vorbeikommt, sodass das Ganze angeschraubt werden kann. Genau, ansonsten ist im Flur soweit dann auch alles fertig. Weiter zur Küche. Hier muss tatsächlich gar nicht so viel gemacht werden. Das Einzige, was ich hier vorhabe, ist die Kallax-Regale, die quasi vorne und hinten beim Tresen stehen, zu verkleiden. Das Ganze soll halt wirklich einfach eine schöne Sitzfläche werden. Und ja, wie ihr mittlerweile mitbekommen habt, stehe ich drauf, mir irgendwie Stauraum zu schaffen. Deswegen hatte ich mich ganz bewusst gegen Stühle, Barhocker, was auch immer entschieden. Und ja, da ich weiß, dass diese Kallax-Regale vom Gewicht her echt einiges aushalten, dachte ich, könnte das vielleicht eine ganz gute Idee sein. Das Ganze muss halt aber verkleidet werden, weil so wie es jetzt einfach aussieht, ist das nichts. Und tatsächlich, also ich meine, ich bin schon relativ groß, tue ich mich ein bisschen schwer, mich da vernünftig draufzusetzen. Und vor allen Dingen mit den Sitzkissen, die da so drauf liegen, irgendwie ist das alles noch nicht zu Ende gedacht. Das heißt, da muss ich mir noch irgendwie was einfallen lassen. Also Schritt 1, das Verkleiden, und Schritt 2, mal gucken, ob es dann vielleicht mit den Sitzkissen besser wird oder ob ich da mir vielleicht auch noch mal was Neues einfallen lasse. Ich habe überlegt, ob ich da vielleicht wie so eine Stütze oder irgendwie so ein Fußabstellding mit dran baue. Und wenn man sich dann da drauf hieft, um sich hinzusetzen, aber das muss auf jeden Fall einiges an Gewicht aushalten. Also keine Ahnung, wie ich das, beziehungsweise wie wir das lösen, aber irgendwas wird uns da schon einfallen und sobald das fertig ist, zeige ich euch auch das. Im Wohnzimmer habe ich momentan tatsächlich nur 2 Veränderungen vor. Auch hier geht es mir vor allen Dingen um die Gardinen. Also das, was aktuell an den Fenstern dran ist, ist noch von dem Vormieter. Und als ich damals den Mietvertrag für die Wohnung unterschrieben habe, hatten mich die Vermieter gefragt, ob die das runternehmen sollen oder ob das dranbleiben soll. Und da meinte ich, nee, lasst es auf jeden Fall dran, und war jetzt auch für den Anfang total in Ordnung, sah nicht ganz so kahl aus. Und genau, aber Fakt ist, jetzt so langsam, wo das Gröbste rum ist, kann ich mich auch darum kümmern. Das heißt, ich muss mir da irgendwas einfallen lassen, welche Gardinen ich da anbringe, wie das Ganze aussehen wird. Und ja, ich habe ja noch die Hoffnung, dass Kai vielleicht nächstes Wochenende vorbeikommt, so dass ich mir vielleicht morgen mal Gedanken dazu mache und vielleicht das Ganze auch direkt bestelle, dass das im besten Fall bis zum nächsten Wochenende da ist und ja, Kai mir vielleicht dabei helfen könnte, das Ganze anzubringen. Aber ja, schauen wir mal. Die zweite Sache ist auf jeden Fall über der Sitzecke. Ich habe mir überlegt, dass man da vielleicht irgendwie eine Rückenlehne oder irgendwas dran machen kann, weil ich habe das Gefühl, wenn man da halt sitzt und sich regelmäßig irgendwie anlehnt, dass die Wand nicht lange weiß bleibt. Das heißt, es wäre irgendwie ganz schön, da irgendwas hinzumachen, dass die Wand ein bisschen geschützt ist. Und wenn ich vielleicht das Ganze irgendwie auch noch polstere, dass das vielleicht dann sogar noch mal ein bisschen bequemer ist, dort zu sitzen. Genau.
das ist das Wohnzimmer. Zu der Sportecke würde ich jetzt auch erstmal gar nicht so viel sagen, weil ich dazu gerne irgendwie eine separate Reihe machen möchte. Ja, und damit bleibt uns nur noch das Gäste- bzw. Arbeitszimmer übrig. Und hier sind, ich sag mal, 3 kleinere Veränderungen geplant. Hauptsächlich geht es natürlich auch hier um die Gardinen. Auch da soll nochmal was anderes hingemacht werden. Auf jeden Fall soll auch unter die 2 Schreibtische irgendwie nochmal ein Teppich oder sowas, also zum einen, um den Boden zu schützen. Wenn ich da halt jedes Mal mit meinem Stuhl lang fahre, ist es, glaube ich, auch nicht das Beste für den Boden. Und ich möchte, dass es irgendwie auch ein bisschen ja, gedämmt bzw. gewärmt ist, dass halt die Füße einfach nicht so kalt sind, wenn man da sitzt und arbeitet. Und ich möchte gerne über meinem Arbeitsschreibtisch irgendwie nochmal eine Pinnwand oder ein Whiteboard, so wie ich es beim anderen Schreibtisch habe, auch nochmal hinhängen. Das sind die 3 Sachen, die ich im Gästezimmer noch abändern möchte. Ach ja, was mir gerade noch eingefallen ist, das habe ich nämlich noch nicht erzählt. Ich möchte auch an allen Fenstern so Spiegelfolie dran machen. Ich mag das nämlich an sich schon ganz gerne, wenn tagsüber die Fenster frei sind und einfach das Sonnenlicht bzw. Tageslicht ungehindert in die Wohnung kann. Aber ja, irgendwie möchte ich trotzdem auch ein bisschen Sichtschutz einfach in der Wohnung haben, weil gegenüber von meinem Haus ist ja dann auch nochmal ein anderes Wohnhaus und grundsätzlich können die mir in die Fenster reinschauen. Und meine Cousine, die hat bei sich in der Wohnung tatsächlich auch die Spiegelfolie angebracht und das sieht gar nicht so verkehrt aus. Deswegen dachte ich mir, kann ich das doch auch mal bei meinen Fenstern probieren. Ich habe auch schon die Spiegelfolie bestellt und ich habe dazu auch schon echt einige Videos gesehen und ich weiß, dass es bei manchen ein ganz schöner Akt war. Also ich bin ja tatsächlich sehr gespannt, wie es bei mir laufen wird. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende des Videos angekommen. Das sind alle Änderungen, die ich vorhabe. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Solltet ihr noch weitere Ideen haben, gerne immer her damit. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Video und passt auf euch auf. Ciao!